Ja, es läuft die nächste Krönungsmesse der Königlichen. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle an Real Madrid zum nächsten Champions-League-Titel. Olli, wir sprechen natürlich gleich über Loris Karius, über Bale und alles andere, aber lass uns erstmal dieses Real Madrid würdigen. Wie hoch ist das einzuschätzen? 3-mal nacheinander diese Champions League, diesen Henkelpott. Natürlich, ich meine, das wissen wir alle, das ist ein Erfolg absolut historischen Ausmaßes, aber es ist auch ein Statement. Es ist auch ein Statement für den Fußball, den Real Madrid spielt. Und da beginnt eben alles mit sehr, sehr viel Ruhe, mit Ballbesitz. Der Ball wird erstmal laufen gelassen. Es ist überhaupt keine Hektik im Spiel. Es wird sehr viel Wert auf individuelle Klasse gelegt. Dieser Fußball ist der überraschendere. Er ist immer und zu jeder Sekunde auch kreativ. Warum? Weil eben keine Spieler in irgendwelche starren Systeme gepresst werden, sondern dieser Fußball von Zidane, der lässt auch gerade der Kreativität sehr viel Freiraum. Und das ist etwas, was eben dem anderen Fußball, man hat ja auf der anderen Seite auch dieses Klopp-System gesehen, was eben heute unterlegen war. Es war ein Finale als Tragödie, kann man sagen. Und in der Hauptrolle ein deutscher Torhüter, Loris Karius. Wir haben ein Bild gefunden, liebe Zuschauer, das wir Ihnen gerne zeigen wollen, aus der 49. Minute, also 2 Minuten vor seinem ersten Fehler, passiert Folgendes. Es ist ein Angriff von Real Madrid und in der Mitte kriegt Karius von Sergio Ramos den Ellenbogen an die Schläfe. Wir gucken es uns gleich auch nochmal in der Zeitlupe an. Es muss definitiv keinen Zusammenhang geben. Olli, glaubst du, dass diese Szene damit zu tun haben könnte? Ja, da können wir jetzt drüber spekulieren. Ich meine, so ein Ellenbogenschlag an den Kopf ist sicherlich alles andere als angenehm, war auch in dieser Situation unnötig von Ramos. Du weißt, Ramos war auch der mit Salah. Ja. Hier ist die Szene. Hier sehen wir es nochmal. Also er muss jetzt da nicht unbedingt den Ellenbogen auspacken, aber er ist eben ein Spieler, den ich früher in der Schule immer als ersten gewählt hätte, wenn ich die Wahl hätte. Ja, weil er ist eben ein absoluter Leader und er arbeitet mit allen Mitteln, eben auch mit solchen Mitteln, wie wir gerade gesehen haben, die nicht die feine englische Art sind, aber das ist auch ein Teil von Ramos und jeder, der ihn in der Mannschaft hat, kann froh sein. Schauen wir uns die Tore bzw. die Fehler von Loris Karius auch nochmal an. 2 Minuten später, also der erste Blackout, muss man ja sagen. Olli, du hast gerade schon gesagt, es liegt sehr, sehr viel mentale Arbeit vor Loris Karius. Was kann sowas für eine Karriere bedeuten, so ein Abend? Ja, so ein Abend kann auch eine Karriere zerstören. Weil er ist ja jetzt nicht einer, der das schon häufig erlebt hat, für den das jetzt das 2. oder 3. Finale ist, der schon sehr, sehr viel internationale Erfahrung hat. Im Grunde ist das ja für ihn eine Premiere heute gewesen. Und das wieder aus dem Kopf rauszubringen, das ist im Grunde tagtägliche Arbeit. Da kommt jetzt so viel, wird er auf ihn einstürzen und vor allem kann er dann auch in den nächsten Wochen und Monaten machen, was er will. Immer dann, wenn er gut spielt, interessiert es keinen mehr, weil dann sagen die, ja, hat zwar gut gespielt, aber weißt du noch im Finale? Und das wird ihn jetzt jeder... Hier entschuldigt er sich bei seinen Fans. Ja, damit muss er umgehen, damit muss er leben, das muss er verarbeiten. Und das ist jetzt heute ganz schwer zu beurteilen. Ich weiß nur, das, was er jetzt im Moment fühlt und empfindet, das ist nichts gegen das, was er morgen empfinden wird oder auch in den nächsten Tagen und Wochen, wenn dann sich das alles mal legt und man eben auch als Torhüter nachdenken kann, was in diesen Minuten passiert ist. Das zieht so dermaßen runter und dagegen anzukämpfen, das ist alles andere als einfach. Auf der einen Seite Karius mit den Fehlern, auf der anderen Seite Bale mit diesem Zaubertor. Manchmal ist Fußball ja wirklich so einfach, die individuelle Qualität entscheidet dann. Jürgen Klopp hat das 6. Finale nacheinander verloren. Für ihn auch ein unendlich bitterer Abend. Muss man einfach insgesamt heute festhalten, dass zu viel gegen Liverpool gelaufen ist? Auch, vor allem, was willst du da noch sagen? Ja, wenn der Gegner so ein Tor macht wie hier von Bale, das erinnert ein bisschen an das Tor von Ronaldo gegen Juventus. Ronaldo war in den Haltungsnoten noch einen Tick besser. Und hier bekommt der Begriff individuelle Klasse, finde ich, eine ganz, ganz neue Bedeutung, weil das ist ja Wahnsinn. Und das heißt ja immer, zwischen Ronaldo und Bale, da gibt es so ein paar kleine Probleme. Ja, aber die großen Spieler, die machen dann eben in solchen Spielen solche Tore, weil sie sich eben auch gegenseitig ein bisschen anstacheln und gegenseitig ein bisschen herausfordern. Und
Und wer macht Tore in einem Finale von solcher Qualität? Das sieht man im Grunde nur von den ganz, ganz Großen. Ja. Ein Wort noch zu Jürgen Klopp. Für ihn ein extrem bitterer Abend. Insgesamt ist die Saison natürlich eigentlich ein großer Triumph gewesen für ihn. Aber das wird sich jetzt nicht so anfühlen. Nee, für ihn ist es, ob es verheerend ist, weiß ich nicht. Aber es ist schon schwer für einen Trainer, zurückzublicken, auf die Finalspiele zurückzublicken und dann sich die Frage zu stellen, okay, warum gelingt es mir nicht, mal ein wichtiges Finale zu gewinnen? Und ich glaube, auch da wird er in die Analyse gehen, wird vielleicht das ein oder andere für sich selbst auch hinterfragen. Und er ist aber kein Typ, der jetzt den Kopf in den Sand steckt. Oder heißt Sand in den Kopf steckt, haben auch schon welche gesagt. Ne? Also er ist jetzt nicht der Typ, aber er wird hier sicherlich auch sich einige Fragen stellen und dann wird er weitermachen und vielleicht gelingt es ihm ja irgendwann mal. Es gibt noch sehr, sehr viel aufzuarbeiten und zu besprechen. Das übernimmt jetzt die Runde im aktuellen Sportstudio. Olli, dir vielen, vielen Dank für den Abend. Es war mir wie immer Danke eine auch. Große Freude. Ja.